Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Sidemark das Element Mini Solar Red Dot. Wir haben es euch schon mal kurz auf der SHOT Show 2020, die gab es ja zumindest noch, dank Corona, oder beziehungsweise Corona war noch nicht da, haben wir euch die Optik schon mal kurz vorgestellt. Jetzt haben wir sie endlich auch mal hier für eine längere Zeit und haben sie auch mal getestet. Wir haben hier einen Rotpunkt und das ist auch das erste Rotpunkt von Sidemark, was mit einer Solarelektronik bzw. mit einer Solartechnologie arbeitet. Aber wir fangen von vorne an. Das Sidemark Element Mini Solar Red Dot hat einen 3 MOA-Punkt und ist aus Aluminium gefertigt. Hier haben wir 6061 T6 im Einsatz. Das Objektiv hat 22 mm. Wir haben eine CR2032 Batterie, die euch entweder 400 Stunden Leistung bei Hochbetrieb, also beziehungsweise in der höchsten Leuchtstufe liefert, oder 200.000 Stunden in der niedrigsten Leuchtstufe. Ihr habt zusätzlich eine Helligkeitsverstellung von 1 bis 10, also 10 verschiedene Stufen, und könnt auch zusätzlich noch den Solarmodus aktivieren. Mit dem Solarmodus wird die Batterie natürlich noch weiter geschont. Was kommt mit dem Element Mini Red Dot? Ihr habt einmal Flip-Up-Caps hier für vorne und hinten. Die sind nicht durchsichtig, aber lassen sich dafür sehr, sehr schön und cremig runterschnappen. Ihr habt die Verpackung natürlich inklusive Anleitung, Putztuch, Werkzeug und einer Montage, beziehungsweise 2 Montagen. Das ist jetzt die Montage, die wir nicht eingesetzt haben. Eine Low-Montage für Schrotflinte und Co. Und hier die hohe Montage für AR-15-Systeme. Gerade wo ich hier die Montage in der Hand habe, da sieht man es nämlich sehr schön. Die Montagebasis ist Aimpoint Footprint, das heißt, alle Aimpoint-Montagen funktionieren auch. Falls euch diese beiden hier nicht zusagen, könnt ihr jederzeit auf eine Aimpoint-Montage oder von anderen Herstellern wechseln. Ich muss allerdings sagen, dass ich gerade hier die High Mount, die finde ich sehr, sehr schön, weil die ja sehr minimalistisch ist. Ihr könnt das hier vielleicht auch ganz gut sehen. Na, müssen wir mal hoch machen, sonst sieht man nicht, wie schön schlank die ist. Also man hat wirklich hier nur so einen ganz, ganz feinen Balken, der das Ganze in der Mitte zentriert hält. Funktioniert gut, wird verschraubt und gibt einen schönen Look. Und was hier natürlich auch noch toll ist, gerade wenn ihr mit Magnifier schießt, das Red Dot wird ein bisschen nach vorne gesetzt. Habt ihr hier hinten mehr Platz für Kimmo und Korn und auch einen Magnifier. Stichwort Kimmo und Korn. Die Mount ist absolut Co-Witness, bedeutet, der rote Punkt sitzt auf eurer Kimmo und Korn, beziehungsweise auf der Kimme auf. Wenn ihr die hochklappt, könnt ihr also mit Kimmo und Korn dann auch entsprechend schießen. Vom Profil her ist das Element wirklich sehr, sehr schlank, weil ihr die Batterie unterhalb verbaut habt. Das ist jetzt auch eine ganz coole Sache, weil gerade in einem Mikrovisier habe ich das jetzt so noch nicht gesehen. Bei größeren Visieren ja, klar, da ist auch genügend Platz. Aber hier hat man die Batterie wirklich nochmal quasi knapp oberhalb der Mount verbaut. Dazu braucht ihr allerdings einen Schraubenzieher, um die rauszuholen. Na gut, ich sag mal, wenn man 200.000 Stunden keinen Batteriewechsel machen muss, muss man das ja nicht so oft machen. Konnten wir jetzt natürlich nicht verifizieren. 200.000 Stunden hatten wir das Gerät jetzt noch nicht im Einsatz. So, Schraube raus. Wasserdicht IP67. Dann kommt ihr hier an die Schublade ran. Ich lege es mal kurz ab dazu. So. Und die ist im Vergleich auch zu anderen Herstellern, ist die Schublade fix verbaut. Also die wird hier quasi einfach rausgeklappt. So. Dann könnt ihr die Batterie entnehmen oder eine neue einsetzen. Und dann wird die Schublade wieder zugeklappt, festgeschraubt, fertig. Für die Höhen- und Seitenverstellung habt ihr hier 2 Verstelltürme. Die sind auch leicht, beziehungsweise der obere ist leicht im Gehäuse integriert. Das heißt, man hat hier wirklich auch nochmal eine schöne Form, damit die Kappe sich nicht so leicht verlieren lässt. Hier habt ihr von der Verstellung her 120 MOA für die Höhenverstellung, 160 MOA für die Seitenverstellung in 1 MOA Schritten. Die Caps haben auf der Außenseite hier so eine leichte Vertiefung bzw. Erhöhung in der Mitte, wo ihr dann hier auch entsprechend das dann aufsetzen könnt auf die
auf die Türme, um dann da auch damit verstellen zu können. Geht satt und sauber, so wie man sich das wünscht. Auf der Innenseite habt ihr auch nochmal die Drehrichtung aufgedruckt, damit ihr auch wisst, ob ihr runter oder hoch dreht. Auf der Oberseite findet ihr das Solarpanel. Das heißt, mit dieser Solartechnik von dem Element Mini Red Dot wird die Batterie geschont, passt sich automatisch der Helligkeit, der Umgebungshelligkeit an. Wenn ihr das nicht wollt, was ich zum Beispiel nie gerne mag, weil man einfach, wenn man vom Hellen bzw. aus dem Dunklen ins Helle rausschießt, hat man immer ein zu dunkles Absehen. Deswegen schalte ich sowas in der Regel immer aus. Habt ihr hier auch die Möglichkeit, haltet die Plus-Taste einfach 5 Sekunden lang gedrückt und damit habt ihr dann den manuellen Modus und könnt hier hoch und runter regulieren. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir können natürlich jetzt aktuell aufgrund der Corona-Krise nicht ausgiebig testen. Wir haben zwar schon noch mal Möglichkeiten, die Sachen mal im Live-Feuer zu testen, aber nicht im Dauertest. Was wir jetzt hier allerdings mit der Optik gemacht haben, das hat uns überzeugt. Das war eine so grundsolide Optik. Ein 3 MOA-Punkt ist jetzt natürlich nichts für ultra präzise Schüsse, aber für die schnelle für Reflexschießen ist eine feine Sache. Wenn ihr mit einem Magnifier arbeiten wollt, um auf 100 oder 300 Meter zu schießen, wäre vielleicht ein 2 MOA-Gerät besser. Fakt ist, mit dem Element Mini Red Dot wird die Produktpalette bei Sightmark erweitert. Ihr habt ja sonst die größeren M-Spec-Geräte und dann habt ihr hier nochmal ein kleineres Gerät zur Auswahl. Finden wir eine coole runde Sache. Ihr bekommt die Optiken von Sightmark unter anderem bei Franconia. Der Link zum Hersteller Sightmark ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es uns in die Kommentare. Nutzt ihr Sightmark Optiken? Lasst es uns wissen. Jetzt führen wir für euch mal heute was Neues ein, weil ich ja immer sage, hier liken, Abo, Glocke klicken. Ist ja alles viel zu lang. Damit ihr am Ende einfach jetzt das kürzer habt. Ab heute heißt es LAK. Liken, Abo, Glocke. In diesem Sinne, LAK, macht's gut, bis dann, bye bye.